Ich hatte vorher schon Wunsch gehabt, auszuwandern, weil die ganzen Steuern, das Geld, was ich da immer erarbeite, muss ich immer wieder weiterreichen. Das hat mir nicht gefallen. Und die Corona-Zeit, die hat natürlich, das war i-Tüpfelchen für mich, dass ich weg wollte von dort. Ja. Das, was ich in den Videos gesehen habe, ich wollte es live sehen hier, was hier so abgeht. Und war die Bestätigung, dass alles richtig ist. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, das ist der richtige Schritt. Und dann hat der Erwin mir gesagt, dass er den Bauauftrag dem Walter übergeben möchte und ob wir einverstanden sind. Und der Walter ist ein sehr guter, kompetenter Bauunternehmer aus der Schweiz und der hatte jahrzehntelang sehr gute Erfolge damit. Da haben wir uns an ihn gewandt, telefonisch, und da war auch gleich sehr offen, sehr sympathisch. Mein Name ist Walter Huwiler, ich komme aus der Schweiz in der Nähe von Zürich. Selber baue ich in der Schweiz Häuser und Mehrfamilienhäuser. Am Anfang war es ein bisschen schwierig. Ich musste mich zuerst an die Situationen hier gewöhnen, auch an das Land, an die Wärme. Ich habe sogar fast 10 Kilo abgenommen und hatte sehr viel Spaß mit den Einheimischen. Sie sind so fröhlich, sie begrüßen sich alle am Morgen, sie haben Freundschaft und sind sehr, sehr nett und sehr fleißig. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es hier sehr gute Mitarbeiter gibt, ob es Einheimische sind oder solche von Österreich, Deutschland oder der Schweiz. Es hat mir immer mehr Spaß gemacht, mit denen zusammen diese Gebäude zu errichten. Und ich habe auch gesehen, dass sich alle bemühen. Die Aussichten für dieses Projekt sehe ich als sehr gut an. Es kommen immer mehr Leute aus Europa, die da mithelfen. Und ich bin überzeugt, dass da immer mehr Leben in dieser Anlage sein wird und dass das Projekt, so wie es geplant wurde, zustande kommen wird. Der Bau hat 10 Monate gedauert, knapp 10 Monate. Und der Walter war auch sehr, sehr glücklich, seinen ersten Bau übergeben zu dürfen. Sein erstes Haus, komplett gebautes Haus. Und er hatte selber schon Tränen in den Augen, weil das ihn so berührt hat. Aber wir sind sehr zufrieden damit. Ja, das ist ein von 2 Apartments unter einem Dach mit meiner Mutter. Und jeder hat so seinen Bereich, Wohnbereich, und jeder hat seine eigene Küche, sein eigenes Bad und sein eigenes Schlafzimmer. Und ja, Super. Paragraph 1, jeder macht seins. Auch so schöne Möbel, ja. Angefangen habe ich erstmal Urlaub zu machen, wir auch richtig ankommen, Urlaub machen und ihr Haus zu beobachten, den Bau zu beobachten. Von der Eva Simone, genau, wurde ich angesprochen, ob ich einen Job brauche in der Küche. Ja, da habe ich gedacht, da kannst du auch Geld verdienen. Und da habe ich dann losgelegt, in der Küche zu arbeiten.
Das macht mir auch richtig Vorher Spaß. mal eine paraguayische Küche, sag ich mal. Die haben Paraguayer. Bitte schön, geh du mal voraus. Die haben nur Paraguayer gekocht. Oder? Wir wurden eigentlich mehrfach gefragt von den Leuten, warum wir es nicht übernehmen. Ja. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, jetzt machen wir es einfach. Und was gab's heute, wenn ich fragen darf? Das, was viele sehr lieben und manche gar nicht, Rinderleber. Ah, okay. Wir hatten Rinderleber, wir hatten Hähnchengulasch, es gab Kartoffelpüree, es gab eine Gemüseplatte, ein großes Salatbuffet. Ja. Dann hatten wir Bohneneintopf und was gab es denn noch? Oh ja, das Schokomousse dürfen wir natürlich nicht vergessen, unser gehaltvolles Schokomousse, Schokopudding. Wie ist das für mich als Vegetarier? Wenn ich jetzt einfach so wie heute spontan komme, ich sage so, jetzt möchte ich was Schönes essen. Ja, natürlich Kannst du mir da auch, zu essen. kannst du mir da auch aushelfen? Ja, natürlich. Wir Ja. haben immer, für diejenigen, die Fleisch mögen, gibt es immer Fleisch. Und für die Vegetarier gibt es genauso ein vegetarisches Hauptgericht. Das gibt es heute auch. Wir haben heute, ich weiß aber nur, wir haben heute verschiedene Quiche gehabt. Und was gab es noch vegetarisch? Ich kenne nur die spanischen Namen. Der Bohneneintopf ist auch vegetarisch. Die Ja. Gemüseplatte. Also es gibt genügend Auswahl für alle und natürlich auch immer viel Salat und viel Frisches. Ja. Und frisch gepresste Säfte natürlich. Oh, super. Das hört, Auch lecker. Ich will gleich auch was essen. Ich mache das jetzt kurz mit dem Interview, weil ich Hunger habe. Wie sind denn die Preise? Wenn man bei uns ist, dann kommt man mit einem richtig vollgepackten Teller, richtig vollgepackt mit 40.000 zusammen. Ja, Wahnsinn. Und der Teller ist dann so voll, dass ich es nicht essen kann. Wahnsinn. Also das nur mal zum Preisvergleich. Weil kenn das- viele sagen, oh, Paraiso ist so teuer. Nein, es ist furchtbar günstig. Also ich kenne das ja selber auch. Ich esse ja viel außerhalb, auch Pizza und so weiter. Die kriegst du fast nirgends mehr unter 50.000. Das sind wie viel? 9 mal 1.008, ungefähr 8 Euro. ungefähr 8 Euro. Ja, und das ist schon sehr viel. Das war mal anders, ne? Also die Lebensmittelpreise sind hier natürlich auch sehr stark gestiegen. Die Paprika ist auch sehr teuer geworden. Ja. Die Tomaten sind sehr teuer geworden. Also die Preise ziehen hier auch sehr wohl an. Ja. Sehr hoch. Ja. Aber super, dass ihr das trotzdem schafft, so einen Preis den Leuten zu bieten. Ne? Ja. Und dann kann man sagen, ja, je mehr kommen, desto besser ist es auch für euch. Ne? Genau. Genau, da ist eine Küchenchefin, die halt, ja, die mir schöne Augen gemacht hat. Und ich vorletztes Jahr zur Inforeise, da haben wir uns schon gesehen und tief in die Augen geschaut und da haben wir uns, ja, hat es damals schon gefunkt. Habt ihr da schon gesprochen zu der Zeit? Ich könnte kein Spanisch. Es war nur Blickkontakt und Lächeln. Mehr war da nicht drin. Ja, genau. Und jetzt, wo ich in der Küche mit drin involviert bin, da hat es richtig gefunkt. Oder? Und wir verstehen uns sehr gut. Das heißt, ihr seid zusammen? Wir sind zusammen. Genau. Ah. Und mein Spanisch ist auch sehr viel besser geworden. Und da kommt ja noch was dazu. Du bist ja gar nicht alleine gekommen, das haben wir verschwiegen, ne? Genau. Ich habe mir gedacht, ich nehme meine Mama mit. Ja. Ja, weil ich hätte sowieso. Ah, danke schön für das Wasser. Setz dich doch gleich mal hin, dann haben wir dich gleich dabei. Genau. Das ist meine Mutter, die Britta. Und ich wäre sowieso hierher gewandert, habe ich auch meiner Mutter gesagt. Entweder du kommst mit oder ich warte, bis du nicht mehr bist. Und dann später wäre ich sowieso dann mehr. Und da habe ich gesagt, oder habe ich mir gedacht, also so, wenn er sowieso weg will, dann muss er nicht warten, bis ich nicht mehr da bin, denn das ist auch nicht so schön. Also gehe ich mit, gehen wir alle beide. Und da stand das für mich fest. Ihr wirkt auf mich so einfach gestrickt, sagt man, glaube ich, ne? So. Das sind wir auch. Sehr pflegeleicht sind Wo wir. kommt ihr her aus Sachsen-Anhalt sind wir. Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt. Also ehemalige DDR. Ne? Genau. wir Hast du haben die DDR noch erlebt, so wie sie war? 7 Jahre habe ich. Meine 7 ersten Jahre. 7 Jahre habe ich. Ja. Von 82 bin ich geboren. Mir kommt das immer so vor, als seien diese Menschen ein wenig aufgewachter als der Westen. Liegt vielleicht auch an der damaligen Politik. Ja, wir haben auch eine ganz andere Geschichte. Wir haben was ganz anderes erlebt. Und wir haben dann durch den Umsturz in 89 ist ja das fast die Situation, wie sie jetzt hier ist. Und das haben wir ja alle schon erlebt.
Und wir haben das auch schon eher durchschaut und erkannt, was hier vor sich geht in Deutschland. Und deswegen haben wir ja auch, ich wollte ja auch weg, allerdings bei mir war es gewesen, ich hatte meine Eltern noch, die musste ich nicht, die habe ich gepflegt, erst meine Mutti, dann mein Vati und aus dem Grunde wollte ich auch noch nicht gleich weg. Ja, ist auch eine schwere Zeit gewesen, sicher. Das war eine schwere Zeit, das stimmt. Aber dann, als dann mein Vati dann nicht mehr lebte, dann war es klar, dann habe ich gesagt, dann machen wir es alle weiter. Da ziehen wir das durch und gut ist. Wir hatten es ja schon geplant gehabt, eigentlich, als wir die Impfreise gemacht haben, da war ja mein Vati noch am Leben. Und da haben wir auch uns schon entschieden, wir gehen hierher, aber ich habe gesagt, erst wenn mein Vati nicht mehr lebt. Ich lasse den nicht alleine zurück in Deutschland. Erst wenn er nicht mehr lebt, dann ist alles okay, dann kann ich guten Gewissens gehen, bis dahin nicht. Und es hat sich dann so ergeben. Da haben wir auch gesagt, wir können das Haus schon bauen, das spielt keine Rolle. Kann er von mir schon alleine gehen oder so und ich dann später hinterher oder wie auch immer. Aber hat sich dann alles gefügt und für uns hat sich sowieso alles gefügt. Ja, also das war... Das war auch ein guter Abschluss in Deutschland für euch. Ja. Alles scheint irgendwie geregelt zu sein. Ja. Alles verkauft, das hat alles super geklappt. Mhm. Reibungslos, schnell. Und dann irgendwie steckt das dann noch so drinne. Und das hat gedauert, ehe ich erst einmal begriffen habe, jetzt bin ich frei. Und jetzt ist es natürlich so, ich gehe oft spazieren hier und wenn ich so in meinen Gedanken nachhänge und denke, wenn du jetzt wieder zurück müsstest, möchte ich nicht. Ich möchte nicht, ich möchte hier bleiben, weil irgendwie sind wir hier angekommen. Hast du schon geschafft, den Moment richtig zu leben? Also das heißt, man geht spazieren, viele Leute gehen spazieren, sind entweder im Kopf in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und irgendwie sind sie gar nicht, die können das Schöne gar nicht sehen um sich herum. Ich bleibe öfter stehen und drehe mich und gucke mir alles an und denke, herrlich. Ja. Also als ich hier angekommen bin, da habe ich dann sofort das Freiheitsgefühl gehabt. Ja. Das war so mein Plan, raus aus Europa und wenn ich hierher komme, da ist so ein Freiheitsgefühl draußen. Aber was ich auch hier im Elbhäuser Werde erlebt habe, ist schon zur Infowoche, die Menschen sind irgendwie alle herzlicher. Wir sind damals auch schon viel spazieren gegangen und wenn wir Leute getroffen haben, man kommt ins Gespräch, man kann über alles reden, über jedes Thema und das ist alles so ehrlich, so kommt so von Herzen. Und wenn ich daran denke, in Deutschland, ich bin nicht mehr gerne einkaufen gegangen oder mal in die Stadt gegangen, weil die Leute... Katastrophe. Ich habe zwar zu Hause noch viele Verwandte, schade, dass ich sie nicht sehe und so, aber ich habe auch keine Sehnsucht nach zu Hause, gar nicht. Ich auch nicht. Gar nichts. Das ist für mich hier, als würde ich hier schon immer leben. Ne? Ich habe ja sie auch unterstützt mit der Aufwachphase. Also die Corona-Zeit war ihre Aufwachphase. Vorher war sie immer noch so ein bisschen linientreu, ne? Aber ich habe so viel... die Augen geöffnet. Was? Er hat mir zum Beispiel Videos gezeigt, er hat mir auch viel erklärt, was so der Deep State ist und so. Das habe ich alles ja auch nicht so, das erste Mal gehört, da habe ich gedacht, ach, was erzählst denn du da? Und dann hat er mir immer mehr und immer mehr und immer mehr, bis ich mich dann auch damit beschäftigt habe. Also du hast nicht geglaubt, sondern du hast dich beschäftigt damit. Ich habe mich damit beschäftigt, ja. Aber auf seinen Anstoß hin. Ich hätte alleine... So, und jetzt bist du hier und gehst einfach nur spazieren oder hast nichts anderes zu tun? Ach, ich mache schon noch ein bisschen was. Ich bin in der Bibliothek. Bitte? In der Bibliothek, da mache ich Aufsicht. Also dienstags ist immer Bücherausgabe. Und da bin ich 2-3 Mal im Monat, also wir sind mehrere, dort und mache Dienst. Aber ich bin auch öfters im Dorf. Da bin ich gerne, weil da sieht man auch viele Leute, mit denen man redet. Am Mittagstisch oder so oder im Bambambo, gehe auch auf Menschen zu. Wir haben die erste Zeit haben wir dem Carlos geholfen beim Kompostieren. Das war auch sehr interessant, aber es war trotzdem nicht so einfach. Hat aber Spaß gemacht. Da lernt man was dabei und das war uns auch wichtig. Ich konnte dann nicht mehr mit dem Arm und du hast hier dann angefangen zu arbeiten. Da hat sich das dann ein bisschen erledigt. Ja. Aber wie gesagt, wir gucken auch, wo wir uns integrieren können. Wenn die Infowoche ist, dann gucke ich auch mal ein bisschen nach den Neuen. Was heißt das? Du kümmerst dich um die Menschen, um die Neuen, die jetzt ankommen hier? Naja, wir reden mit denen, denn das ist ja auch, wenn du da zur Infowoche kommst,
bist du auch wie verloren. Das ist schon schön, wenn da jemand auf dich zukommt und dir was zeigt oder mit dir redet. Und das mache ich auch. Das mache ich auch. Hast du auch wieder gleich welche, wo du welche kennenlernen kannst? Ja, genau, genau. Das ist ja auch das. Vielleicht lernst du ja mal einen schicken Italiener kennen, so wie du eine Paraguayerin, oder? Genau, ja. Alles möglich. Alles möglich. Alles möglich. Ihr seid Alles alles möglich. offen, Ja, ja. Ich weiß genau, dass es hier vorwärts geht. Man sieht ja auch, Häuser werden gebaut, Häuser werden fertig gebaut. Es geht vorwärts. Bei uns gegenüber wurde auch ein Haus gebaut, da konnte man zugucken. Das ist innerhalb kürzester Zeit, das Dach jetzt schon gedeckt. Muss ich wirklich sagen, der Walter Hohwiller, der ist, ich habe den noch nie irgendwie schlecht gelaunt erlebt oder was. Man kann ihn fragen, wenn die Frage noch so komisch ist, man kriegt eine sachliche, konkrete Antwort. Also es ist ein sehr gutes Arbeiten mit ihm. Ja. Das haben wir ja auch dann mit den Fenster und Türen. Da hat hier der Andreas, der hat uns da beraten und hat das alles in die Hände genommen. Und der andere Andreas Elektrik gemacht, der Christoph hat Sanitär, also alles deutschsprachige, das war schon super. Und alles Hand in Hand irgendwie? Hat Ja, alles Hand in Hand. Hat alles gepasst. Das hat hier der Walter alles koordiniert und super koordiniert. Also wenn was war, hat man dem Walter das gesagt und das lief. Er hat das weitergeleitet und das lief gut. Im Moment wird rundherum der Weg gemacht und noch eine Terrasse zum See hin. Und wenn das alles fertig ist, dann kommt der Matthias und macht uns das alles noch eben. Und wenn das dann alles soweit ist, dann fangen wir an zu pflanzen. Bäume und Blümchen. Wir haben schon jede Menge gesammelt oder bekommen, oder gekauft eigentlich nicht, von Siedlern geschenkt bekommen, dass wir das dann alles pflanzen können. Und nachher die Feinarbeiten, da ist der Jens dafür zuständig. Genau, ich zeige dir, wie es geht. Ja, dann haben wir es soweit. Also erstmal vielen Dank für diese netten, offenen, ehrlichen Worte. Und ihr habt dann noch eine spannende Zukunft vor euch, viel Arbeit im Garten. Ne? Aber ich sage euch, es ist schön, wenn man das wachsen sieht. Ja. Frag mal den Heinz, der weiß das. Ja, drum, also das gefällt uns immer wieder gut. Ja. War viel Arbeit zu Anfang bei Heinz und Gerhild, aber das sieht man jetzt, Wahnsinn. Und so wird das bei euch auch werden. Ja. Stay and face the muse. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Wir sind jetzt im Elternhaus meiner Freundin, der Isabel. Also sehr herzlich, sehr freundlich, sehr warmherzig. Schön. Ich kann leider kein Spanisch, bei mir geht es nur mit Händen und Füßen. Es klappt, natürlich. Ja, sag mal. Das ist so ähnlich wie das damals bei uns in der DDR war, in den 60er, 70er Jahren.
Mein Elternhaus ist auch ein Bauernhof gewesen, oder ist ein Bauernhof. Ist auch alles so frei wie hier. Wiese, Viehzeug läuft draußen rum. Oder lief damals draußen rum, heute ist es ein bisschen anders. Aber ich fühle mich in die Zeit zurückversetzt. Und fühle mich wohl. Ja. Schön. Ja. Und der Kontakt mit den Eltern, der ging auch ratzfatz, ne? Also so, Ja. da waren keine Sperren oder irgendwelche. Überhaupt ja nicht. Ich wurde sehr herzlich empfangen. Mit Drücken, mit Umarmen und gleich mit Reden. Ich habe bloß leider nichts verstanden, aber alles sehr herzlich. Und ich habe mich gleich wohl gefühlt. War toll, ne? Mhm. Dann nimmt auch schön, dass dein Sohn dich immer überall mit hinnimmt, auch, ne? Freundin und, Ja, und ja. Schwiegereltern, sag ich mal sozusagen. So Ne? ist es, ja. Wir haben einen sehr engen Kontakt miteinander. Also ein sehr warmherziges Verhältnis. Immer schön gehabt und ich meine, wir sind ja auch deswegen gemeinsam hier ausgewandert. Das passt. Wir verstehen uns sehr gut. Das erlebt man ja sowieso, wenn man auch mal durch die Gegend fährt. Am Straßenrand sitzen die Leute draußen ganz ruhig, ganz relaxed beim DVD oder so. Und das ist ganz herrlich. Es ist auch gar nicht angstbehaftet, auch wenn man jetzt in Cassapa zum Beispiel spazieren geht oder einkaufen geht. Ich fühle mich da total sicher, überhaupt keine Angst oder so. Es ist wirklich schön. Couldn't stay and face the muse. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay.